Deutsch lernen durch Hören. Eine hübsche Wohnung. Nina wohnt seit kurzem in einer neuen Wohnung. Heute bekommt sie das erste Mal Besuch von ihrer besten Freundin Marlene. »Hallo Marlene, es freut mich sehr, dass du mich besuchen kommst. Komm rein, ich zeige dir mein neues Zuhause.« Die Wohnung ist sehr groß und hat 4 Zimmer. Ein Schlafzimmer, die Küche, das Wohnzimmer und ein Bad. Außerdem gibt es einen großen Balkon. Von dort hat man einen tollen Ausblick. Nina sitzt hier jeden Abend und genießt den Sonnenuntergang. Die Wohnung ist wirklich sehr schön, aber die Möbel sind leider nicht sehr schick und es fehlt noch ganz viel Dekoration, sagt Marlene. Ja, das stimmt. Ich bin nicht gut im Dekorieren. Ich weiß einfach nicht, welche Möbel gut zusammenpassen. Kannst du mir vielleicht helfen? Fragt Nina. Sehr gerne. Morgen gehen wir zusammen einkaufen. Am nächsten Tag fahren Nina und ihre Freundin in die Stadt. Dort gibt es ein großes Möbelgeschäft. Sie kaufen einen neuen Schrank und einen neuen Teppich. Außerdem kauft Nina noch Blumen und Bilder als Dekoration. Dann fahren sie zurück in ihre Wohnung. Sie hängen die Bilder an die Wand und bauen den Schrank zusammen. Wow, mit den neuen Gegenständen sieht es gleich viel schicker aus. Du hattest recht, staunt Nina. Auch Marlene ist zufrieden. Jetzt gefällt es mir hier richtig gut. Ich bin fast schon neidisch. Meine Wohnung ist leider nicht so hübsch. Dann müssen wir wohl das nächste Mal für dich einkaufen, lacht Nina. Das ist eine gute Idee. So ein nerviger Strafzettel. Rebecca hat Post. Sie bekommt selten Briefe und freut sich deshalb. Als sie ihn öffnet, freut sie sich nicht mehr. Es ist ein Strafzettel. Wie geht denn das? Sie hat noch nie in ihrem Leben einen Strafzettel bekommen. Er sagt, dass sie vor 3 Wochen falsch geparkt hat. Sowas passiert ihr doch nicht. Sie versucht sich zu erinnern, was sie an diesem Tag gemacht hat. Dann fällt es ihr ein. Sie war mit ihrem neuen Freund auf einem Ausflug. An diesem Tag haben sie sich einen Monat gekannt. Sie sind zu einem See gefahren. Es hat geregnet und sie mussten sich unter einem Baum verstecken. Es war sehr romantisch. Dann haben sie auch noch ein Picknick gemacht. Aber wann war sie mit dem Auto in der Stadt und hat falsch geparkt? Der See ist doch 1 Stunde von der Stadt entfernt. Sie schaut auf die Adresse. Sie ist sehr nah bei der Wohnung ihres Freundes. Ah, jetzt fällt es ihr wieder ein. Bevor sie zum See gefahren sind, waren sie noch beim Supermarkt einkaufen. Rebecca musste auf der Straße parken, weil der Parkplatz voll war. Aber sie sind nur 5 Minuten in der Straße gestanden und man darf 10 Minuten gratis parken. Jetzt fällt ihr wirklich alles ein. Rebecca ist verliebt, deshalb funktioniert ihr Gehirn schlecht. Damit die Polizisten wissen, dass man nur 10 Minuten auf dem Parkplatz steht, muss man die Parkuhr ins Auto legen. Das hatte sie vergessen. So ein nerviger Strafzettel. Frühaufsteher. Laras Wecker klingelt zum 10. Mal. Müde steht sie auf. Schon 10 Uhr? Oh Mann. Eigentlich wollte sie doch heute früh um 7 Uhr zum Gym gehen.
Das kann sie jetzt vergessen. Genervt geht sie in die Küche. Ihr Mitbewohner Tim sitzt am Esstisch und trinkt einen Kaffee. »Morgen«, sagt er gut gelaunt. »Morgen«, murmelt Lara. »Was ist denn los?«, fragt Tim. »Ich habe schon wieder verschlafen. Ich wollte eigentlich früh aufstehen, aber ich schaffe es einfach nicht«, erklärt Lara traurig. Tim nickt langsam. »Seit wann bist du denn wach?«, fragt Lara ihn. »Seit 6 Uhr morgens.« Lara ist überrascht. »Ich wusste gar nicht, dass du ein Frühaufsteher bist«, sagt sie. Lara setzt sich auch an den Esstisch und schenkt sich eine Tasse Kaffee ein. »Wie schaffst du es, immer so früh aufzustehen?«, fragt sie Tim. Ich mag die Ruhe am frühen Morgen sehr gerne. Natürlich muss man dafür früher schlafen gehen als du«, sagt Tim. Lara seufzt. »Aber ich bin nun mal eine Nachteule. Ich kann doch nicht früher schlafen gehen.« Tim meint, »Tja, alles kriegst du nicht.« Lara muss lachen. »Stimmt, aber ich wollte trotzdem versuchen, früher aufzustehen. Hast du Tipps?«, fragt sie. Tim überlegt kurz. Dann sagt er, »Erstens schlage ich vor, 1 Stunde früher ins Bett zu gehen als normalerweise, und dann kannst du deinen Wecker 1 Stunde früher stellen. So kannst du dich langsam daran gewöhnen.« Lisa nickt. Das macht Sinn. Zweitens, lege deinen Wecker weit weg von deinem Bett. Dann musst du aufstehen, wenn er klingelt. So bist du sofort auf den Beinen. Und mein letzter Tipp ist, dass du eine Morgenroutine hast, auf die du dich freuen kannst. Kaffee trinken zum Beispiel. Tim trinkt einen kleinen Schluck von seinem Kaffee. Lisa lächelt. »Danke, Tim. Das sind wirklich hilfreiche Tipps, die ich ausprobieren werde. Wer weiß, vielleicht bin ich in 2 Wochen ja auch eine Frühaufsteherin?« Tim und Lisa lachen. Lisas erstes Date. Lisa sitzt in ihrem Schlafzimmer mit ihrer besten Freundin Marie. Heute ist Lisa besonders aufgeregt, sie geht nämlich auf ihr erstes Date. »Was soll ich anziehen?«, fragt Lisa, während sie in ihren Kleiderschrank schaut. »Auf jeden Fall ein Outfit, das schön aussieht. Aber es muss auch angenehm zum Tragen sein«, antwortet Marie. Lisa zieht ein kurzes Kleid von ihrer Kleiderstange. Es ist rosa und hat ein rotes Blumenmuster. Sie probiert das Kleid an. Wow! Das rote Blumenmuster sieht mit Lisas blondem Haar wunderbar aus. Aber heute ist es draußen sehr windig. Wenn sie das Kleid anzieht, wird der Wind den Stoff nach oben wehen. Das ist nicht optimal. Sie hängt das Kleid wieder auf den Kleiderbügel. Marie springt auf. »Was ist denn mit deiner weißen Bluse und deinem langen dunkelgrünen Rock? Das ist doch ein Hingucker«, sagt sie. Lisa überlegt. »Ja, mein dunkelgrüner Rock ist sehr hübsch, aber meine Bluse passt besser für die Arbeit. Für ein Date suche ich mir lieber ein anderes Oberteil aus«, antwortet sie dann. Marie nickt. »Stimmt, da hast du recht.« Lisa sucht lange in ihrem Kleiderschrank herum. Da, endlich hat sie es gefunden. Sie zieht ein trägerloses Top aus einer Schublade. Das Oberteil ist schwarz und hat vorne einen tiefen Ausschnitt. »Wie findest du das schwarze Top mit dem dunkelgrünen Rock, Marie?«, fragt Lisa ihre beste Freundin. Marie klatscht in die Hände. »Das ist perfekt«, ruft sie. Lisa probiert beide Kleidungsstücke an. Es ist wirklich perfekt. Der Rock und das Oberteil passen gut zusammen.
Lisa sucht noch ein paar Schmuckstücke heraus, goldene Kriolen, ein grünes Armband und eine goldene Kette. Dann dreht sie sich vor ihrem Spiegel im Kreis. Super! Sie fühlt sich sehr hübsch in ihrem Outfit. Auch Marie ist von Lisas Auswahl begeistert. Jetzt kann Lisa selbstbewusst auf ihr erstes Date gehen. Fahrscheinkontrolle. Adrian und Ben wollen heute nach Berlin fahren. Nehmen wir dein Auto? Es gibt dort ein Parkhaus in der Innenstadt. Ben schüttelt den Kopf. Das geht leider nicht. Mein Auto ist im Moment in der Werkstatt und wird repariert. Wir müssen mit dem Zug fahren, sagt er. Oh nein, ich hasse den Zug. Dort ist es immer so voll. Und die Ticketpreise sind auch sehr hoch. Meistens funktioniert auch die Klimaanlage nicht richtig, beschwert sich Adrian. Wir können auch mit dem Fahrrad fahren, das dauert dann aber 3 Stunden, antwortet Ben und lacht. Nein, wir nehmen den Zug. Los, komm, wir sind schon spät dran. Die beiden laufen zum Bahnhof. Warte, ich muss mir noch ein Ticket kaufen. Hast du schon eines? Fragt Ben. Nein, ich kaufe mir kein Ticket. Das wird sowieso nie kontrolliert. So kann ich Geld sparen, sagt Adrian. Ben findet, dass das zu gefährlich ist. Er geht zum Automaten und kauft sich eine Fahrkarte. Dann beginnt die Fahrt. Nach einer halben Stunde kommt plötzlich ein Mann auf Ben und Adrian zu. Guten Tag, Fahrscheinkontrolle. Ich möchte bitte Ihre Tickets sehen. Ben zeigt dem Kontrolleur seine Fahrkarte. Doch Adrian hat leider keine. Ich habe mein Ticket verloren, sagt er zu dem Mann. Doch er glaubt ihm nicht. Deswegen muss Adrian 60 € Strafe zahlen. So ein Mist! 60 € ist viel mehr als der Preis für eine Fahrkarte. Adrian hat daraus gelernt. Nächstes Mal wird er sich ein Ticket kaufen. Schafe zählen zum Einschlafen. Felix ist hundemüde. Die letzten Tage hat er wenig geschlafen und heute hat er 4 Stunden Sport gemacht. Er kommt nach Hause, duscht sich und geht sofort ins Bett. Doch irgendwie kann er nicht einschlafen. Er dreht sich hin und her. Sein Körper ist zu erschöpft, um zu schlafen. Das ist ihm schon ein paar Mal passiert. Plötzlich bemerkt er, dass er Hunger hat. Vielleicht kann er deswegen nicht schlafen? Felix steht auf und macht sich 2 Käsebrote. Anschließend legt er sich wieder in sein Bett. Aber er kann noch immer nicht schlafen. Er nimmt sich sein Buch und beginnt zu lesen. Eine halbe Stunde später schaut er auf die Uhr. Das Lesen hilft ihm nicht beim Einschlafen. Die Geschichte ist zu spannend. Also sucht er sich auf YouTube ein Hörbuch, mit dem man gut einschlafen kann. Und es wirkt. Langsam beginnt er zu träumen. Doch dann wird er plötzlich von einer lauten Werbung auf YouTube wieder geweckt. Das ist so ärgerlich. Felix muss jetzt wirklich schlafen. Es fällt ihm nur eine Sache ein, die ihm helfen kann. Schafe zählen. Er fühlt sich wie ein kleines Kind, denn das hat seine Mama immer mit ihm gemacht. Felix schließt seine Augen und stellt sich eine große Herde von Schafen vor. Alle sehen anders aus.
Das eine ist weiß, das andere schwarz. Eines ist dick, eines ist alt. Nacheinander springen sie über einen Zaun. Aufmerksam zählt Felix mit. 1, 2, 29, 48, 67, 199. Er zählt lang, doch irgendwann schläft Felix ein. Ich sitz an meinem Schreibtisch, dein Foto steht vor mir. Ich denk an all die Jahre, die ich so glücklich war mit dir. Unser Leben läuft noch einmal an mir vorbei. So als wär es gestern, als wärst du noch bei mir. Ich liebte an dir jede Falte, jede Furche im Gesicht. Du warst so voller Liebe, voller Zärtlichkeit und Licht. Du warst stets an meiner Seite, hast mich immer aufgefangen. Du warst der Anker meines Lebens und bist viel zu früh gegangen. Ich vermisse dich so sehr, ich vermisse auch dein Lachen. Auch wenn du mit mir geschimpft hast und so vieles mehr. Mein Leben ist nicht mehr dasselbe, wie es einmal war. Doch ich danke dir für jede Stunde, in der ich glücklich mit dir war. Ich liebte an dir jede Falte, jede Furche im Gesicht. Du warst so voller Liebe, voller Zärtlichkeit und Licht. Du warst stets an meiner Seite, hast mich immer aufgefangen. Du warst der Anker meines Lebens und bist viel zu früh gegangen. Und bevor ich schlafen gehe, steh ich am Fenster und schau nach oben. Sag dir liebevoll Gut Nacht, dann hör ich dein Lachen und deine Worte. Du, gib bitte auf dich Acht, unsere Liebe, sie wird immer sein. Übersteht Raum und Zeit, denn sie ist unendlich bis in die Ewigkeit. Ich liebte an dir jede Falte, jede Furche im Gesicht. Du warst so voller Liebe, voller Zärtlichkeit und Licht. Du warst stets an meiner Seite, hast mich immer aufgefangen. Du warst der Anker meines Lebens und bist viel zu früh gegangen. Urlaubsmitbringsel. Jedes Mal, wenn ich in den Urlaub fahre, kaufe ich Mitbringsel. In Mexiko habe ich Tequila-Gläser gesehen und musste gleich an meinen Freund Michi denken. In Belgien habe ich eine kleine Statue des Atomiums für meine Freundin Clara gekauft, die Chemie und Physik liebt. Und in Asien habe ich eine Kette mit einem besonderen Stein gekauft, den es nur in China gibt. Das war ein Geschenk für meine Schwester, die Geologie studiert. Auf Reisen finde ich immer die perfekten Mitbringsel für meine Freunde und Familie. Mir macht das Spaß. Ich gehe auf einem Markt spazieren und finde immer schöne Sachen. Dann denke ich an meine Freunde und kaufe ihnen schöne Geschenke. Ich bin aber sehr schlecht darin, ihnen diese Mitbringsel zu geben.
Wenn ich von einer Reise nach Hause komme, dann habe ich immer ein Chaos. Ich packe meinen Koffer oft 2 Wochen lang nicht aus. Ich gebe die Mitbringsel an einen Ort, bis ich die Person treffe. Aber ich vergesse sie dann immer dort. Deswegen mache ich heute eine kleine Party mit 3 meiner besten Freunde. Wir essen gemeinsam und spielen ein Spiel. Ihr wisst gar nicht, warum ich euch eingeladen habe, sage ich. Dann hole ich eine Kiste. Michi, kannst du dich daran erinnern, als ich vor 3 Jahren in Mexiko war? Und vor 1,5 Jahren in Sizilien? Er nickt und schaut mich verwirrt an. Hier sind deine Mitbringsel. Das Gleiche mache ich auch mit meinen 2 anderen Freunden. Sie lachen mich alle aus. Das ist typisch für dich, sagt Christine. Was soll ich sagen? Sie hat recht. Wien ist die schönste Stadt der Welt. Lisa ist traurig. Sie spaziert durch die Stadt und denkt und denkt und denkt. Sie braucht eine Lösung. Was soll ich mit meinem Leben machen? Fragt sie. Niemand kann sie hören, denn sie ist ganz allein auf dem Gehweg. Bald ist sie 18 Jahre alt. Dann ist die Schule vorbei und sie muss arbeiten gehen. Oder will sie doch an der Universität studieren? In ihrem Kopf herrscht großes Chaos. Eines ist ihr aber klar: Sie will Wien verlassen. Sie hasst die Hauptstadt von Österreich. Ein Tourist geht neben ihr vorbei. Warum kommt jemand freiwillig in diese Stadt? Denkt sie. Sie ist hier geboren und ihre Eltern leben auch schon lange hier. Lisa will ins Ausland gehen. Zuerst fliegt sie nach Taiwan. Dort lebt sie 1 Jahr. Dann geht sie für ein paar Monate nach Australien, wo sie interessante Tiere sieht. Danach ist sie fast 2 Jahre lang in Chile. Dort lernt sie Spanisch. In den nächsten 5 Jahren lebt sie in Russland, Südafrika, Island, Italien und Alaska. Sie erlebt viele Abenteuer und lernt spannende Dinge über die Welt. Nun ist sie fast 27 Jahre alt. Lisa ist gerade in Brasilien. Sie bekommt einen Brief von ihren Eltern. »Wir vermissen dich«, steht auf dem Papier. Lisa weint. Sie vermisst ihre Familie auch. Darum fliegt sie wieder nach Wien. Es ist komisch, wieder hier zu sein. Nichts hat sich verändert, aber Lisa hat sich verändert. Sie sieht die Straßenbahn und die wunderschönen alten Gebäude. Lisa spaziert auf der Hauptstraße neben den kleinen, süßen Cafés und Geschäften. Sie hört die Menschen, die ihre Muttersprache sprechen. Wien ist ihre Heimat. Plötzlich weiß sie, dass Wien für sie die schönste Stadt der Welt ist. Der Bücherwurm. Thalia sitzt in der Bibliothek und liest. Es ist ein neues Buch, das ihr die Bibliothekarin Frau Bauer empfohlen hat. Das wird dir sicher ganz gut gefallen. Die Dracheninsel. Es geht um Drachen auf einer vergessenen Insel, hatte sie gesagt. Thalia ist oft in den Pausen in der Schulbibliothek und versteckt ihre Nase tief in ihren Büchern. Andere Kinder in der 5. Klasse spielen währenddessen draußen Fangen.
Aber Thalia kann nicht so schnell rennen und bleibt deshalb lieber drinnen. Gong! Es ist die Schulglocke. Jetzt kommt der Matheunterricht. Thalia seufzt. »Bis morgen, Frau Bauer«, sagt sie und geht zurück in ihr Klassenzimmer. Tom sieht Thalias Buch in ihrer Hand und ruft: »Da ist sie ja, unser Bücherwurm!« Andere Kinder lachen. Thalia setzt sich an ihren Tisch und packt das Buch schnell in ihren Rucksack. Ihre Mitschüler nennen sie oft Bücherwurm. Sie mag das Wort nicht so gerne. »Was ist so schlimm daran, dass ich Bücher liebe?«, sagt sie leise. »Gar nichts.« Thalia dreht sich erschrocken um. Paul hat sich an den Tisch neben sie gesetzt. Er packt seine Mathesachen aus seiner Tasche. Dann holt er ein Buch heraus. »Die Dracheninsel«, ruft Thalia überrascht. »Ich bin schon fast bei der Hälfte. Es ist total spannend«, meint Paul. »Liest du auch gerne?«, fragt Thalia ihren Mitschüler. Sie hat ihn noch nie lesen sehen. Er spielt immer mit den anderen Kindern Fangen. »Ja, total. Ich habe eine richtige Büchersammlung zu Hause.« Thalia seufzt. »Ich auch, aber alle lachen mich dafür aus. Ich will kein Bücherwurm sein.« Paul nickt verständnisvoll. »Ja, das ist wirklich nicht nett von Ihnen. Dabei macht Lesen so Spaß.« Paul steht auf einmal auf und stellt sich auf seinen Schreibtisch. Er hält die Dracheninsel hoch. »Leute, ich bin auch ein Bücherwurm. Thalia und ich lesen jetzt das gleiche Buch und wollen darüber quatschen. Komm, Thalia, stell dich auch auf den Tisch.« Zögerlich stellt Thalia sich neben Paul. Es geht um Drachen auf einer vergessenen Insel. Es ist sehr spannend und ich glaube, es würde euch auch gefallen«, erklärt sie lächelnd. Lisa ruft: »Klingt spannend. Ich liebe Bücher übrigens auch. Bin ich dann auch ein Bücherwurm?« Auf einmal rufen alle Kinder in der Klasse: »Ich bin auch ein Bücherwurm.« Und dann kommt der Mathelehrer Herr Schulz in die Klasse. »Ruhe! Setzen! Wir fangen an!« Die Klasse wird ruhig. »Schau, ist doch toll, dass du ein Bücherwurm bist«, flüstert Paul Thalia ins Ohr. Thalia lächelt ihn an. Äpfel mit Birnen vergleichen. Diese Redewendung wird in Deutschland sehr oft verwendet. Wir benutzen sie, wenn jemand zwei Dinge vergleicht, die nicht vergleichbar sind. Hier ist ein Beispiel, wie du das Sprichwort verwenden kannst. Julius geht heute mit seinem Opa Alfons im Park spazieren. Das Wetter ist sehr schön. Die beiden setzen sich auf eine Parkbank. In der Nähe spielen zwei Kinder auf einem Spielplatz. Alfons zeigt auf die Kinder. Diese Kinder dort spielen noch draußen. Das haben wir früher auch immer gemacht. Heute ist das meistens nicht mehr so. Viele Kinder sind nur noch drinnen. Sie spielen Computerspiele oder schauen Filme. Julius antwortet: »Das kannst du doch gar nicht vergleichen, Opa. Als du klein warst, da gab es noch gar keine Computer. Außerdem hattet ihr nur 3 verschiedene Fernsehprogramme. Es gab damals einfach viel weniger Freizeitangebote als heute. Du vergleichst Äpfel mit Birnen.« Heute ist es arschkalt. Es ist Anfang September und langsam endet der Sommer. Karl ist froh darüber. In den letzten 3 Monaten hatte es fast jeden Tag über 30 Grad. Das ist ihm zu heiß. Heute ist es seit langem wieder einmal angenehm. Es hat nur 18 Grad und regnet ein bisschen. Das ist das perfekte Wetter für Karl.
Deswegen geht er raus und spaziert durch den Wald. Es riecht so gut und frisch. Danach beschließt er, seine Freundin Lea zu besuchen. Er fährt mit dem Fahrrad zu ihr und läutet an. Als er vor der Wohnung steht, ist die Tür offen und Lea ist nicht zu sehen. Karl geht in die Wohnung und schreit laut: »Hallo!« Lea antwortet ihm gleich: »Hi, mein Schatz, ich bin im Zimmer. Ich habe für uns Tee gemacht. Kannst du ihn aus der Küche mitbringen?« Karl muss grinsen. Wenn es weniger als 25 Grad hat, ist es für seine Freundin immer Teezeit. Er holt den Tee und geht in ihr Zimmer. Lea liegt unter einer dicken Decke. »Ich kann nicht aufstehen«, erklärt sie. »Heute ist es einfach arschkalt. Ohne Decke friere ich.« Karl lacht laut und zieht ihr zum Spaß die Decke weg. Sie hat einen dicken Pullover, eine Jogginghose und Socken an. Außerdem hat sie eine Wärmflasche auf dem Bauch und einen Schal um ihren Hals. »Spinnst du?«, schreit sie und nimmt ihm die Decke weg. Karl schaut an sich hinab. Er trägt Shorts und ein T-Shirt. So unterschiedlich kann man wohl die gleiche Temperatur wahrnehmen. »Du bist meine kleine Eisprinzessin«, sagt er zu ihr, und gemeinsam trinken sie den ganzen Nachmittag Tee. Aberglaube. Müde liege ich im Bett und will nicht aufstehen. Der Wecker läutet laut. Schließlich öffne ich meine Augen. Direkt vor mir sitzt eine schwarze Katze auf dem Fensterbrett und schaut mich durch die Scheibe an. Mein Atem wird schneller, meine Augen werden groß. Sie miaut laut und springt runter in den Garten. Das ist zwar nur die Katze des Nachbarn, aber geschockt schaue ich auf mein Handy. Es ist Freitag, der 13. Eine schwarze Katze an einem Morgen eines Freitags, dem 13., das kann nur Pech bedeuten. Ängstlich steige ich aus dem Bett. Beim Frühstück fällt mir der Toast zu Boden. Als ich in die Arbeit fahre, baue ich fast einen Unfall. Beim Arbeiten mache ich alles falsch und mein Kaffeebecher fällt mir auf den Boden und ist kaputt. Am Abend treffe ich mich mit 5 Freunden und erzähle ihnen von meinem Tag. Sie lachen mich aus. »Du bist immer so abergläubisch«, lacht Heinrich. Die Kellnerin schreckt sich so, dass alle Getränke auf den Boden fallen. Überall ist Glas. Meine Freunde schauen mich mit großen Augen an. »Ich habe es euch ja gesagt«, sage ich. Die Weiterbildung. Maria ist 30 Jahre alt. Sie arbeitet in einem Büro. Dort telefoniert sie mit Kunden, bestellt Druckerpapier und macht Kaffee für ihren Chef. Sie war immer zufrieden mit ihrer Arbeit. Doch letzte Woche hat sie mit dem Sohn ihrer Freundin gespielt. »Was möchtest du werden, wenn du groß bist?« fragt Maria das Kind. Der Junge überlegt. »Ich möchte Astronaut werden. Und du?« Plötzlich erinnerte sich Maria an ihren Traum. Als Kind wollte sie immer Anwältin werden. Ihr Vater ist Anwalt und die Arbeit macht ihm großen Spaß. Doch sie glaubt, es ist schon zu spät. Um Anwältin zu werden, muss man studieren. In der Universität sind alle 18 bis 20 Jahre alt. Da passt sie nicht rein. Sie hat ihre Chance verpasst. »Maria, wo bleibt der Kaffee?« schreit ihr Boss aus seinem Büro. Maria hört das Träumen auf und macht wieder ihre Arbeit. Am Abend sitzt Maria in ihrer Wohnung auf dem Sofa.
Sie ist neugierig und öffnet ihren Laptop. Im Internet findet sie heraus, dass es doch nicht zu spät ist. Es ist möglich, auch mit 30 Jahren noch auf die Universität zu gehen. Aufgeregt meldet sie sich für die Kurse an. Am nächsten Tag geht sie zu ihrem Chef und kündigt mit einem Lächeln im Gesicht. Nie wieder muss sie für ihn Kaffee kochen. Sie ist voller Freude, aber auch etwas Angst. Ist es die richtige Entscheidung? Ein paar Wochen später fängt der Kurs endlich an. Maria steht vor dem großen Gebäude der Universität und ist sehr nervös. Sie geht rein und sucht den richtigen Raum. Langsam öffnet sie die Tür und sieht ein paar Menschen, die bereits auf den Stühlen sitzen. Leise setzt sie sich auf einen Stuhl ganz hinten im Raum. Vorne entdeckt sie einen Mann, der älter ist als sie selbst. Maria hat Hoffnung. Plötzlich kommt der Professor und stellt sich ganz vorne hin. Er begrüßt die Studenten und beginnt, das Thema zu erklären. Maria ist fasziniert. Sie weiß, dass es der Beginn eines neuen Lebens für sie ist. Straßenbettler. Lisa hält Omas Hand. Sie gehen auf dem Gehweg in der Stadt. Die Sonne scheint und Lisa hat einen bunten Hut auf. Die beiden sind auf dem Weg in das Museum. In der Luft fliegt ein kleines Tier. »Schau, Oma«, ruft Lisa aufgeregt. Oma erkennt das Tier. »Das ist ein Marienkäfer«, sagt sie. Der kleine Käfer fliegt fröhlich vor Lisa auf und ab. Plötzlich fliegt er zu einem Menschen, der am Boden sitzt. Der Mensch öffnet die Hand und der Marienkäfer setzt sich darauf. Lisa will zu dem Menschen laufen, aber Oma hält sie fest. »Das ist ein Straßenbettler«, sagt sie und geht schnell weiter. »Was ist ein Straßenbettler?« fragt Lisa verwirrt. Oma erklärt, das sind Menschen, die keine Arbeit haben. Sie sind faul und leben darum auf der Straße. Halt dich von ihnen fern und ignoriere sie. Lisa schaut zu dem Menschen, der am Boden sitzt. Er sieht eigentlich nett aus. Seine Kleidung ist schmutzig, aber sein Gesicht ist freundlich. Lisa und Oma genießen ihre Zeit im Museum. Sie sehen viele verschiedene Tiere, Bilder und Pflanzen. Nach 4 Stunden gehen sie wieder nach Hause. »Warte, ich habe meinen Mantel vergessen«, sagt Oma. Sie geht wieder zurück ins Museum. Lisa wartet vor dem Gebäude. Plötzlich sieht sie eine Frau auf dem Boden sitzen. Ihre Haare sind ungewaschen und sie riecht ein bisschen unangenehm. »Bist du eine Straßenbettlerin?« fragt Lisa. Die Frau nickt traurig. »Ich habe vor ein paar Jahren ein Kind bekommen. Der Vater ist in ein anderes Land gezogen. Leider habe ich allein nicht genug Geld gehabt. Darum habe ich die Miete nicht bezahlt. Seitdem schlafe ich auf der Straße und das Kind ist in einem Kinderheim. Niemand hat mir geholfen und ich vermisse mein Kind sehr«, erklärt die Frau. »Das tut mir leid«, antwortet Lisa. Oma kommt mit ihrem Mantel in der Hand zurück. Sie sieht Lisa und die Frau. »Komm, wir gehen nach Hause«, sagt sie streng. Lisa will nicht. »Diese Frau ist nicht faul, sie ist traurig. Können wir ihr helfen?« fragt das Mädchen. Oma hört sich die Geschichte der Frau an. Sie gibt ihr etwas Geld. Oma erklärt ihr außerdem, wo das Heim für Obdachlose ist.
Dort gibt es Menschen, die ihr helfen können. Die Frau bedankt sich. Lisa und Oma verabschieden sich. »Wartet«, sagt die Frau plötzlich. Sie gibt Lisa ein Geschenk. Es ist ein kleiner Marienkäfer aus Stein. »Ich hoffe, du siehst dein Kind bald wieder«, sagt Lisa und winkt der Frau zum Abschied. Du hattest mir so viel versprochen, meine Seele tief berührt. Und jetzt ist mein Herz gebrochen, wisse nicht, wie mir geschieht. Warum stehst du vor meiner Tür? Warum, sag mir warum, was willst du noch von mir? Warum hast du gesagt, es ist aus und vorbei, es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei. Warum, was willst du heute hier und stehst mit roten Rosen jetzt vor meiner Tür? Warum, was willst du heute hier und stehst mit roten Rosen vor meiner Tür? Von mir. Warum hast du gesagt, es ist aus und vorbei, es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei. Kannst du mich nicht vergessen, so wie ich dich? Und kannst du nachts nicht schlafen ohne mich? Tut es dir leid und hast du nachgedacht, wie weh du mir getan hast? Dann nimm mich einfach in den Arm, ich weiß, es ist noch Liebe da. Warum stehst du vor meiner Tür? Warum, sag mir warum, was willst du noch von mir? Warum hast du gesagt, es ist aus und vorbei, es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei. Nina macht eine Exkursion. Nina studiert Geologie im 1. Jahr. Im 2. Semester waren sie schon 3-mal auf Exkursion, um sich Steine anzuschauen. Diese Exkursionen haben immer einen Tag gedauert und sie mussten lange wandern. Aber heute beginnt eine besondere Exkursion. Sie sind eine Woche auf einer Almhütte. 4 Stunden fahren sie mit einem Bus auf den Berg. Als sie ankommen, macht die Gruppe von 20 Leuten zusammen eine Wanderung. Dort erklären die Professoren, welche Steine es auf diesem Berg gibt. Nach weiteren 4 Stunden kommen sie zurück in ihr kleines Hotel. Es ist ein Restaurant. Es gibt kein anderes Haus in der Nähe. Dann gibt es gutes Essen. Eine warme Suppe, Wiener Schnitzel mit Pommes und einen Apfelkuchen.
Nina ist schon müde, aber sie geht nicht schlafen. Jetzt beginnt die Party. Fast alle Geologen trinken viel und können am nächsten Tag trotzdem wandern. Die nächsten Tage sehen gleich aus. Mit ihrer kleinen Gruppe aus 3 Leuten wandert sie auf den Berg, sieht sich die Natur an und kommt wieder zurück in das Restaurant. Dort zeichnen sie eine Karte und schreiben auf, was sie gesehen haben. Am Abend gibt es wieder Essen und Party. Man lernt und feiert. Gibt es etwas Besseres als eine Exkursion in Geologie? Leons Unfall. Leon hatte ein lustiges Wochenende mit seiner Familie. Er ist von Frankfurt in seinen Heimatort auf dem Land gefahren, um sie zu besuchen. Am Freitag haben sie gegrillt, am Samstag einen Radausflug gemacht und am Sonntag den ganzen Tag Brettspiele gespielt. Jetzt muss Leon aber wieder nach Hause, weil er morgen arbeiten muss. Er isst mit seinen Eltern und seinen Geschwistern zu Abend, wie er es immer bei Wochenendausflügen macht. Heute wird es aber später als sonst. Erst um 21 Uhr verlässt er ihr Haus und setzt sich in das Auto. Schon am Anfang merkt er, dass er müde ist. Deshalb schaltet er das Radio ein und hört ein Hörbuch. Leon versucht sich zu konzentrieren. Er will keine Pause machen, denn er braucht nur mehr 20 Minuten, um zu Hause anzukommen. Aber plötzlich fallen ihm die Augen zu. Ein paar Sekunden später hört er ein lautes Hupen. Er wacht auf und dreht das Lenkrad in eine Richtung. Zum Glück fährt er nicht in das andere Auto, aber er fällt in den Straßengraben. Sein Herz klopft sehr laut. Der Fahrer des anderen Autos kommt zu ihm. »Geht es dir gut?« fragt er. Leon denkt länger nach. »Ich bin nicht verletzt«, antwortet er. Gemeinsam rufen sie die Polizei, die schnell kommt. Das Auto ist kaputt und muss abgeschleppt werden. Vielleicht muss er sich sogar ein neues Auto kaufen. Leon ärgert sich über sich selbst. Zum Glück ist ihm und keinem anderen Menschen etwas passiert. Aber er hätte nicht mit dem Auto fahren dürfen, als er so müde war. Das wird er sich sein ganzes Leben lang merken. Laufen beim Regen. Fred und Elisabeth gehen in den Park. Fred bringt eine Decke und 2 Kissen. Elisabeth hat einen Korb in der Hand. Sie setzen sich unter einen großen Ahornbaum auf die Decke von Fred. Elisabeth öffnet den Korb. »Was für ein schöner Tag«, sagt sie. »Perfekt für ein Picknick.« Fred nickt und antwortet. »Das stimmt, der Himmel ist blau und die Sonne scheint. Ich bin gerne hier mit dir.« Elisabeth nimmt Käse, ein Messer, Wein, 2 Gläser, Weintrauben und Walnüsse aus dem Korb. Fred läuft das Wasser im Mund zusammen. Es sieht so lecker aus. Die beiden genießen das Essen und reden über verschiedene Themen. Fred erzählt von seiner Arbeit im Büro. Elisabeth erzählt eine Geschichte aus ihrer Kindheit. Die beiden verstehen sich sehr gut. Die leckeren Lebensmittel sind nun im Bauch des Paars.
Sie legen sich auf den Rücken und sehen kleine Wolken im Himmel. »Die Wolke dort drüben sieht aus wie unser Hund«, sagt Fred und lacht. Elisabeth lacht auch und zeigt auf eine andere Wolke. »Und die sieht aus wie du«, sagt sie. Die beiden sind entspannt und schließen ihre Augen. Plötzlich spürt Elisabeth etwas in ihrem Gesicht. Sie öffnet die Augen und ist erschrocken. Es regnet. Auch Fred ist aufgewacht. Er gähnt. »Haben wir geschlafen?« fragt er müde und spürt den Regen auf seinem Körper. Schnell packen beide ihre Sachen. Sie laufen durch den Regen und werden ganz nass. Doch Elisabeth bleibt auf einmal einfach mitten im Regen stehen. Fred dreht sich um und schreit: »Was machst du denn?« Elisabeth stellt den Korb auf den Boden und nimmt Freds Hand. »Wir sind schon komplett nass, jetzt ist es auch schon egal«, sagt sie und beginnt zu tanzen. Fred lächelt. »Genau aus diesem Grund bist du meine Frau«, sagt er. Die beiden tanzen, bis der Regen wieder aufhört. Die Spitze des Eisberges. Wenn man nur die Spitze des Eisberges kennt, dann kennt man nur einen sehr kleinen Teil von einem Problem oder einer Sache. Das ganze Problem ist noch nicht erkennbar. Die Redewendung wird in Deutschland sehr oft benutzt. Hier ist ein kleines Beispiel. Die Polizei ist zufrieden. Sie konnten endlich einen Verbrecher fangen, den sie schon sehr lange gesucht haben. Heute Abend gibt einer der Polizisten im Fernsehen ein Interview. Sie haben es endlich geschafft, den Dieb zu fangen. Ist der Fall damit gelöst?, fragt ein Reporter. Doch der Polizist schüttelt den Kopf. Es stimmt, wir haben einen der Diebe gefangen. Doch wir glauben, dass er nur ein Teil einer großen Gruppe war. Es gibt noch weitere Mitglieder. Er war nur ein unwichtiges Mitglied. Wir müssen den Chef finden. Der gefangene Dieb ist erst die Spitze des Eisberges. Plastiktüte oder Stofftasche. Es ist Samstag. Lisa möchte den freien Tag nutzen, um den Wocheneinkauf zu erledigen. Sie muss verschiedene Sachen einkaufen. Brot, Eier, Käse, Saft und Wurst. Das ist ganz schön viel. »Hey Marie, ich muss einkaufen gehen. Willst du mitkommen und mir helfen?« fragt sie ihre Schwester. »Ja, gerne. Ich wollte sowieso neues Eis kaufen. Es ist so warm draußen.« Die beiden setzen sich in das Auto und fahren ins Einkaufszentrum. Während Lisa die Wurst sucht, sieht sich Marie die neuesten Angebote an. »Schau mal, hier gibt es einen tollen Fernseher. Wollen wir den kaufen?« fragt sie ihre Schwester. Lisa schüttelt den Kopf. »Wir brauchen doch gar keinen neuen Fernseher. Unser Fernseher zu Hause funktioniert super. Kannst du bitte eine Tüte holen, damit wir die Lebensmittel tragen können?« Marie nickt und holt eine große Stofftasche. »Warum nimmst du die Stofftasche? Die kostet mehr Geld als die Plastiktüte.« »Ja, aber die Stofftasche ist besser für die Umwelt. Es ist besser, keine Plastiktüten zu kaufen. Die Stofftasche ist teurer, aber du kannst sie immer wieder verwenden«, erklärt Marie. »Oh, das stimmt. Na gut, dann nehmen wir die Stofftasche.« Lisa bezahlt und trägt die Lebensmittel zurück zum Auto. »Vielen Dank für deine Hilfe. Die Stofftasche werde ich ab sofort immer zum Einkaufen nutzen. So muss ich keine neuen Tüten kaufen und verbrauche weniger Plastik. Das ist eine gute Idee. Umweltschutz ist ein wichtiges Thema. Durch kleine Dinge kann jeder helfen.«
Der beste Job, den ich je hatte. Hanna und Paula sitzen im Café und unterhalten sich. Paula ist verärgert. Sie studiert und braucht dringend einen Nebenjob. In der letzten Woche hatte sie es als Babysitter versucht. Die Familie hat jemanden für ihr 3-jähriges Mädchen gesucht. Leider war das Kind sehr anstrengend. Es hat die ganze Zeit geweint. Paula konnte ihr nichts recht machen. Als die Eltern endlich wieder nach Hause gekommen sind, war Paula ein Nervenbündel. »Dieser Job ist einfach nichts für mich«, Paula seufzte. Hanna konnte Paula gut verstehen. Sie hatte ähnliche Erfahrungen mit Kindern gemacht. »Paula, warum versuchst du es nicht einmal mit Seniorensitting? Viele Familien pflegen ihre alten Verwandten zu Hause. Das ist sehr anstrengend. Sie brauchen ab und zu mal eine Pause. Meine Mutter hat eine Freundin. Für sie habe ich einmal eine ganze Woche auf die Oma aufgepasst. Die Freundin war in dieser Zeit im Urlaub. Diese Oma ist verwirrt. Sie darf nicht alleine bleiben, denn sie weiß nicht mehr, was sie tut.« »Oha, das hört sich schwierig an.« Paula war skeptisch. »Das war nicht schwierig. Die Oma war sehr lustig. Ich sollte nur für sie kochen und mit ihr spazieren gehen. Sie hat immer Witze gemacht. Abends haben wir zusammen Fernsehen geschaut und Butterbrote mit Gurken gegessen. Außerdem hat sie mir das Stricken beigebracht. Schau, diese Socken habe ich selber gestrickt.« Hanna zeigte Paula stolz ihre Strümpfe. »Diese Oma war so lieb und so dankbar. Und ich habe richtig viel Geld dafür bekommen. Das war der beste Job meines Lebens.« Paula überlegt. »Und wenn wir das mal zusammen ausprobieren? Wir könnten einen Zettel im Supermarkt aufhängen und Seniorensitting anbieten. Das wäre ein Job nach meinem Geschmack. Und vielleicht kann ich dann auch endlich mal kochen lernen.« Manuela pendelt täglich mit der Bahn. Jeden Tag pendelt Manuela 2 Stunden im Zug. Sie wohnt bei ihren Eltern und ihre Universität ist 1 Stunde von zu Hause entfernt. Viele Freunde sind nach Köln in die Stadt ihrer Universität gezogen. Aber Manuela liebt das Bahnfahren und das Pendeln. Sie hat immer so viel Zeit. Manchmal hört sie einen Podcast und schaut aus dem Fenster. Manchmal strickt sie und hört Musik. Manchmal lernt sie. Aber meistens liest sie ein Buch. Gut, Manuela will ehrlich sein. Sie mag das Pendeln auch wegen anderer Sachen. Oder Menschen. Jeden Tag steigt ein Mann in die Bahn. 2 Haltestellen nach ihr. Jeden Tag schauen sie sich an. Er lächelt ihr zu und sie schaut weg, weil sie schüchtern ist. Dann setzt er sich auf einen Platz und liest so wie Manuela. Heimlich beobachtet er sie und sie ihn. Auch heute steigt der Mann wieder ein. Er schaut nach links und rechts, dann sieht er Manuela und lächelt. Wie immer schaut sie weg. Dieses Mal setzt er sich aber nicht auf einen anderen Platz, er steht neben ihr und fragt: »Darf ich mich zu dir setzen?« Manuelas Herz schlägt laut. Sie kann nichts sagen, aber sie nimmt ihren Rucksack in die Hand und stellt ihn auf den Boden. Er setzt sich neben sie. Sie konzentriert sich auf ihr Buch. »Was liest du?« fragt er nach ein paar Minuten. »Es heißt 1Q84, sagt sie und der Mann nickt gleich. »Von Murakami. Es ist eines meiner Lieblingsbücher«, antwortet er. Manuela ist begeistert. »Ich glaube, es wird auch zu einem meiner Lieblingsbücher. Es ist richtig gut.« Der Mann lächelt sie an und Manuela nimmt ihren ganzen Mut zusammen. »Wie heißt du?« fragt sie ihn. Seit diesem Tag pendelt Manuela noch lieber.
Guten Tag, ich bin Lisa Klein, 19 Jahre alt und wohne in Thüringen. Vor einem halben Jahr habe ich meinen Schulabschluss gemacht. Da ich noch nicht weiß, was ich beruflich machen möchte, habe ich mir eine Auszeit genommen. Nach dem Abitur machen das viele Absolventen. Also habe ich gedacht, dass ich erstmal etwas reise. Da ich nicht weit reisen wollte, bin ich in Europa geblieben. Ich habe das alte Auto meiner Eltern mit einer Matratze ausgestattet und bin mit einer Schulfreundin losgefahren. Zunächst ging es in Richtung Süden. Wir haben in Deutschlands Bergen den ersten Stopp gemacht. Danach haben wir Österreich erkundet. Zurzeit befinden wir uns in Italien am Meer. Für mich ist dies der schönste Stopp bisher. Wir suchen uns dann immer Campingplätze, die günstig sind. Wir wollen nämlich wenig Geld ausgeben. Während der Schulzeit konnten wir natürlich noch nicht so viel ansparen, aber Reisen ist trotzdem möglich. Wir haben einen Campingkocher und können uns ganz günstig Essen kochen. Darauf achten wir dann immer beim Einkaufen. Die Natur, die wir gesehen haben, ist super schön. Die Reise hat sich jetzt schon gelohnt. Wie es beruflich weitergehen soll, weiß ich aber immer noch nicht. Deutsch lernen durch Hören.